Hallo zusammen, wie montiert man die Kabelspreizer bei einem OK-Bogen? Das funktioniert ganz einfach ohne Bogenpresse, ist kein Hexenwerk, man muss nur ein bisschen aufpassen, dass man die Kabel dabei nicht beschädigt. Ein bisschen Kraft ist erforderlich, wer die nicht hat, nimmt eine Bogenpresse, dann geht es natürlich einfacher. Warum sollte man die Kabelspreizer nutzen oder warum möchte man die nutzen? Ganz einfach, vielleicht will man die Kabel hier ein bisschen auseinander bekommen, um sie nicht im Scope zu sehen, oder man hat höhere Fletschen oder Federn, damit die ohne Streifen durchgehen. Macht Sinn. Der andere Vorteil ist, oder halt ein Nachteil, die Kabelspreizer erhöhen das Zuggewicht, je nach Ausgangszuggewicht des Bogens, um die 2 Pfund. Mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Aber wie macht man das jetzt? Ohne Bogenpresse. Ist im Grunde genommen relativ einfach. Wir legen das wieder an die Kabel an, auf die Innenseite. Hier legen wir es auf die Außenseite und dann einfach so rüberziehen. Und das gleiche kann man dann auch demontieren, eine Kabel zum anderen ziehen, etwas anheben und dann funktioniert das. Dann kann man es verschieben. Weil jetzt kommt der abschließende Test. Wichtig ist, dass beim Auszug der Kabelspreizer nicht ins Cam läuft. Schauen wir mal. Der schlägt jetzt oben an. Das heißt, ich schiebe den einfach ein bisschen runter. Und dann ist er frei. Das gleiche natürlich auch hier unten dann. Wie gesagt, ein bisschen aufpassen, wo man die Kabelspreizer montiert. Im Zweifelsfalle erstmal ein bisschen entfernt vom Cam. Sind einfach zu verschieben, ohne großen Kraftaufwand kann man die verschieben. Man sollte die so weit schieben, dass sie nachher nicht im Scope auftauchen. Das war es auch schon. Ich hoffe, damit einigen geholfen zu haben und wir sehen uns im nächsten Video. Danke fürs Zusehen, macht's gut.